Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage in der Türkei wanderten bis 2002 sehr viele Türken in andere Länder aus. Zielländer waren bevorzugt Deutschland, Schweiz und Österreich. Fragte man Türken damals, dann fanden die meisten keine Perspektive mehr im eigenen Land. Die jährliche Inflation war bei 80 bis 100%, aber die Löhne stiegen kaum über 50%. Es bestand ein schlechtes Gesundheitssystem. Dazu kam auch die Ungerechtigkeit, wie die Diskriminierung der Kurden und Frauen mit Kopftuch. Aber auch eine fehlende Religionsfreiheit. Wer ein religiöses Gedicht in der Öffentlichkeit aufgesagt hatte, wurde im schlimmsten Fall verhaftet. Egal, aus welcher Religion das Zitat stammte. Frauen mit Kopftuch wurden öffentlich gemobbt. Das endete erst mit der neuen Regierung, die 2002 innerhalb kurzer Zeit diese schlechten Missstände in der Türkei aufgeräumt hatte und die neue Türkei mit Freiheiten zum Ziel gesetzt hatte. Seither wandern mehr Menschen in die Türkei ein, als umgekehrt. Auch die Zahlen aus Deutschland zeigen, dass seit 2006 mehr Menschen aus Deutschland in Richtung Türkei auswandern, als Türken nach Deutschland kommen. Im Jahr 2009 wanderten 40.000 Menschen von Deutschland in die Türkei aus. Von der Türkei kamen im gleichen Jahr 27.000 Menschen nach Deutschland. Dieser Trend ist seither unverändert. Auch im Jahr 2020 zeigt sich dieser Trend. Deutschland verließen insgesamt 966.451 Personen. Von diesen sind 26.100 in die Türkei ausgewandert. Von 2019 auf das Jahr 2020 sind der Anteil Türken in Deutschland um 10.000 Personen zurückgegangen. Darunter sind etwa 3,2% Hochschulabsolventen. Auch Rentner aus Deutschland wandern immer öfter in die Türkei aus, weil sie mit der deutschen Rente in der Türkei wie Könige leben können. Der Lebensstandard in der Türkei steigt von Monat zu Monat in kleinen Schritten. Mit den Löhnen steigen auch die Preise in der Türkei. Würde sich die Währung nicht verändern, dann würde die Türkei für die Investoren und Rentenbezieher aus Deutschland immer teurer werden. Denn wenn Türken mehr Kaufkraft bekommen, müssen auch die Preise angehoben werden. Dafür hat die türkische Zentralbank eine große Herausforderung. Besonders wegen der Pandemie 2020. Sie versucht möglichst wieder auszugleichen, indem die Lira an Wert verliert. Diese Tatsache ist für viele Menschen heute nicht fassbar, aber in einigen Jahren werden alle sehen, dass diese Strategie der türkischen Regierung für alle Bürger in der Türkei das Richtige war. Es hängt noch davon ab, ob die nächste Regierung auch so denkt und die Türkei für alle Bürger, also deutsche Rentner und Türken, attraktiv bleiben wird. Wenn ja, dann werden Türken immer mehr Kaufkraft bekommen und die Einwanderer und Investoren werden keine erhebliche Teuerung erleben.